One tragic accident in the Channel and we end up with a complete change in history. I knew what he had done to a certain extent. Über 25 Jahre lang akzeptierte die Welt eine Version des Todes von Prinzessin Diana. Ein tragischer Autounfall in einem Pariser Tunnel. Aber jetzt sagt ihre eigene Familie etwas ganz anderes. Sie haben ihr Schweigen gebrochen. Und ihre Worte senden Schockwellen über den ganzen Globus. Bewerten Sie mit 1, wenn Sie schon immer Zweifel daran hatten, was wirklich mit Prinzessin Diana geschah. Oder mit 0, wenn Sie die offizielle Geschichte glaubten, bis jetzt. Denn was Sie jetzt hören werden, könnte Ihre Meinung für immer ändern. Die Enthüllungen über den Tod von Prinzessin Diana. Die Welt wird seit Jahren von Gerüchten und ungelösten Zweifeln über den tatsächlichen Tod von Prinzessin Diana geplagt. Jeder erinnert sich an den erschütternden Tag im Jahr 1997, als sich die Nachricht verbreitete. Prinzessin Diana sei bei einem schrecklichen Autounfall in einem Pariser Tunnel ums Leben gekommen. Wir wissen natürlich, dass sie nicht allein war. Sie war in Begleitung von Dodi Fayed, ihrem neuen Partner. Offiziellen Angaben zufolge war der Fahrer zu schnell unterwegs und stand unter Alkoholeinfluss, als die Paparazzi sie verfolgten, was zu der Tragödie führte. Viele Menschen, vor allem in königlichen Kreisen, haben dieser Erklärung jedoch nie wirklich Glauben geschenkt. Jetzt, rund 30 Jahre später, hat Dianas Familie den Entschluss gefasst, sich zu outen. Sowohl die königliche Familie als auch die ganze Welt waren von ihrer Ankündigung überrascht und fragten sich, warum sie über 30 Jahre lang mit einer Erklärung gewartet hatten. Dianas frühere Bekannte, insbesondere Charles Spencer, ihr jüngerer Bruder, haben der Welt nie ganz geglaubt. Ihr Tod schien ihnen immer mehr zu sein als ein schrecklicher Unfall. In dieser Nacht geschah etwas noch Unheimlicheres und Beunruhigendes. Lange Zeit sagte Charles Spencer, derselbe Mann, der bei Dianas Beerdigung die erschütternde Grabrede gehalten hatte, nichts. Laut Palastnähe hat er sich jedoch immer wieder gefragt, was in diesem Tunnel eigentlich passiert ist. Charles hatte offenbar von Anfang an seine Bedenken. Zu viele Dinge in dieser Nacht, so erzählte er angeblich den ihm Nahestehenden, fühlten sich einfach nicht richtig an. Die Route des Fahrers scheint merkwürdig zu sein. Das Vorgehen des Sicherheitsteams war unlogisch. Außerdem hat die Eile, mit der alles vertuscht wurde, mehr Fragen als Antworten hinterlassen. Ein Brief, den Diana vor ihrem Tod abschickte, enthält jedoch einen der interessantesten Aspekte. Sie übergab ihn an Paul Burrell, ihren Butler. Sie kritzelte etwas darauf, das alle erschaudern ließ. Sie dachte, jemand wolle sie in einen fiktiven Autounfall verwickeln. Dieser Brief fand zunächst wenig Beachtung. Selbst ihr Bruder Charles fand das seltsam. Der Brief begann jedoch als Warnung zu erscheinen, die nach dem Unfall ignoriert wurde. Die Ereignisse wurden auf 2 verschiedene Arten untersucht. Zunächst in Frankreich und dann im Vereinigten Königreich. Interessanterweise waren sich beide einig, dass der Vorfall einfach schrecklich war. Sie beschuldigten Henry Paul, den Fahrer, alkoholisiert gewesen zu sein und zu schnell gefahren zu sein. Für Menschen, die Diana gut kannten, war das jedoch einfach nicht akzeptabel. Das Anlegen des Sicherheitsgurtes war für sie eine religiöse Praxis. Warum sie ihn an diesem Abend nicht angelegt hat, werde ich nie erfahren. Charles war sehr perplex. Henry Paul war der Sicherheitschef des Ritz Hotels, also nicht irgendein Fahrer. Charles fragte sich, warum jemand, der so viel Verantwortung trug, angesichts seiner Qualifikationen betrunken zur Arbeit kam. Und warum stieg Trevor Rees Jones, Dianas Leibwächter, zu ihm ins Auto, ohne es zu stoppen? Wenn er tatsächlich so betrunken war? Irgendetwas war an der ganzen Sache merkwürdig. Die Tatsache, dass die Paparazzi sie mit blitzenden Kameras durch die Straßen von Paris verfolgten, war auch nicht gerade hilfreich. Die Antwort, die den Angehörigen von Diana gegeben wurde, hat sie nie zufriedengestellt. In Presseberichten wurde der Zusammenstoß über die Jahre hinweg den Fotografen zugeschrieben, die Dianas Fahrzeug verfolgten, und behauptet, dass ihre unvorsichtige Verfolgung den Fahrer dazu veranlasste, rücksichtslos zu beschleunigen. Zeugen des Vorfalls an diesem Abend sprachen jedoch von etwas viel Beunruhigenderem. Schon vor der Katastrophe berichteten Zeugen von ungewöhnlichen Vorkommnissen. Einige berichteten von seltsam angeordneten Autos, die den Verkehr zu lenken und die Straßen in der Nähe des Pont d'Alma-Tunnels zu blockieren schienen. Bevor der Mercedes durch den Tunnel fuhr, behaupteten einige sogar, rätselhafte Motorräder gesehen zu haben, die ihm dicht auf den Fersen waren. Dianas Bruder, Charles Spencer, kannte diese Fakten. Er hat diese Geschichten im Laufe der Jahre still und heimlich gesammelt.
Er hat sich offensichtlich nie mit der offiziellen Erklärung abgefunden, dass Dianas Tod nur ein bedauerlicher Irrtum war. Er weigerte sich zu akzeptieren, dass alles so einfach zu Ende ging, und so klammerte er sich an diese Geschichten wie an ein Puzzle. Das Faszinierende an seinen Zweifeln war, dass er nicht der Einzige war. Einer der Ersten, der bestritt, dass es sich wirklich um einen Unfall handelte. War Mohammed Al-Fayed, der Vater von Dodi Fayed, Dianas Liebhaber, der in jener Nacht ebenfalls starb. Er schob die Schuld öffentlich auf einflussreiche Briten. Er sagte, dass einige in der Regierung und den Sicherheitsdiensten nicht wollten, dass Diana ihn heiratet, weil sein Kind Muslim war. Viele wiesen seine Anschuldigungen jahrelang zurück und behaupteten, er sei lediglich ein Elternteil mit gebrochenem Herzen, das nach Klarheit sucht. Mit der Zeit mehrten sich jedoch die Stimmen, die seinen Verdacht bestätigten. Sogar einige der Polizeibeamten, die in Paris dabei waren, sowie Dianas Familie. Alte Bekannte und ehemalige Palastmitarbeiter haben begonnen, offener zu reden. Jetzt räumen viele von ihnen ein, dass die Dinge nicht so einfach waren, wie sie dargestellt wurden. Es gab zu viele unlogische Dinge. Es gab einfach zu viele unbeantwortete Fragen. Diejenigen, die sie kannten, haben sie allmählich begriffen. Sie glauben nun, dass Dianas Schicksal mehr als nur ein schrecklicher Zusammenstoß war. Außerdem stammt diese Idee weder aus Internetgerüchten noch von Fremden. Sie stammt von den Menschen, denen sie am meisten am Herzen lag und die seit fast 30 Jahren im Geheimen nach der Wahrheit gesucht haben. Dianas Angehörige wollen nicht länger schweigen, auch wenn niemand jemals genau feststellen kann, was in jener Nacht geschah. Viel zu lange haben sie diese Zweifel gehabt. Und jetzt, da immer mehr Stimmen zu hören sind, wird die Wahrheit vielleicht endlich ans Licht kommen. Aber es ist wichtig, Dianas letzte Stunden zu betrachten, um zu verstehen, warum ihre Familie so denkt. Die Antworten, auf die wir alle gewartet haben, könnten sich aus den Ereignissen in diesen letzten Sekunden ergeben. Die letzten Minuten ihres Lebens. Als Diana und Charles sich im August 1996 scheiden ließen, war sie zum ersten Mal seit Jahren von den Zwängen des königlichen Lebens befreit. Diese Unabhängigkeit brachte jedoch auch neue Schwierigkeiten mit sich. Dianas Fehlen eines offiziellen königlichen Titels machte sie für viele am Hof unberechenbar. Und für ein System, das auf Tradition und Kontrolle beruht, waren sie ziemlich besorgt über jemanden, den sie nicht beeinflussen oder vorhersehen konnten. Diana hatte sich über ihre Rolle als ehemalige Prinzessin von Wales hinaus entwickelt. Sie war zu einem Joker geworden, der für viele hinter verschlossenen königlichen Türen weltweiten Einfluss hatte. Und das sorgte für großes Unbehagen. Die letzten Monate, die Diana mit Dodi Fayed, dem Sohn des wohlhabenden Milliardärs Mohammed Al-Fayed, verbrachte, waren einer der wichtigsten Wendepunkte in ihrem Leben. Was als unkomplizierte Sommerromanze auf dem opulenten Boot seines Vaters begann, entwickelte sich schnell zu etwas viel Ernsterem. Ende August wurden Diana und Dodi überall zusammen gesichtet. An Bord gehobener Schiffe, an exklusiven Stränden und beim Betreten und Verlassen opulenter Hotels. Die ganze Zeit über klickten die Kameras auf sie. Doch nicht nur die wilde Leidenschaft stand im Mittelpunkt des Interesses. Was die königliche Welt wirklich erschütterte, waren Dianas private Unterhaltungen mit ihren Kumpels. Sie hatte ihnen gegenüber ihren aufrichtigen Wunsch geäußert, Dodi zu heiraten. Für die Verantwortlichen in der britischen Monarchie war dies eine Krise und nicht nur eine Liebesgeschichte. Da Dodi Muslim war, löste die Aussicht, dass die Mutter des zukünftigen Königs von England einen nicht-muslimischen Mann heiraten könnte, bei Hofe Bedenken aus. Die königliche Familie war bereits um ihren Ruf besorgt. Die Aussicht, dass Diana ein neues Leben mit einem Mann beginnen würde, der nicht in ihr konventionelles Modell passte, stellte sie nun vor Probleme. Man machte sich Gedanken über die möglichen Reaktionen, die Reaktionen von William und Harry und das Image der Monarchie. Zu allem Überfluss hatte Diana sogar in Erwägung gezogen, mit Dodi in die Vereinigten Staaten umzuziehen. Die Komponente, die sie als eine Gefahr für alles, wofür die Monarchie stand, erscheinen ließ, war ihr Weggang aus Großbritannien und ihre Ablehnung aller königlichen Dinge. Doch ihre persönlichen Entscheidungen waren nicht die einzigen, die Anlass zur Sorge gaben. Diana hat sich auch für Themen eingesetzt, die einflussreiche Persönlichkeiten aufgewühlt haben. Eine ihrer mutigsten Taten war es, sich gegen Landminen auszusprechen. Ein schwieriges und politisch brisantes Thema zu jener Zeit. Ich wurde gebeten, nach Angola zu kommen,
um die Bemühungen des Roten Kreuzes um ein dauerhaftes Verbot von Antipersonenminen zu unterstützen. Es handelte sich nicht um ein geplantes Fotoshooting. Diana ging durch aktive Minenfelder, tröstete Kinder, die Gliedmaßen verloren hatten, und prangerte die Nationen an, die die Waffen produzierten. So ging sie an gefährliche Orte wie Angola. Sie war keine stille Aktivistin. Sie war sehr öffentlich, leidenschaftlich und laut. Ihre Aktivitäten deckten schwierige Fakten auf und demütigten Regierungen. Die Verantwortlichen lehnten Kritik ab, insbesondere von ehemaligen Mitgliedern der Königsfamilie. Einige meinten, sie würde sich auf politisches Terrain begeben, was der königlichen Familie absolut untersagt ist. Diana hatte jedoch keine Angst. Sie war viel schwieriger zu kontrollieren, da sie aus dem Herzen sprach. Diana wich sowohl in ihrem Liebesleben als auch in ihren philanthropischen Bemühungen von der Norm ab, was manche als riskant empfanden. Später enthüllten vertrauliche Berichte, dass Dianas Aktivitäten mehrere hochrangige britische Beamte, darunter Diplomaten und führende Militärs, verärgert hatten. Sie sagten sogar, dass sie unberechenbar sei und man sie nicht kontrollieren könne. Diana schien sich davon jedoch nicht beeindrucken zu lassen. Trotz ihres Lächelns nach außen traf sie erhebliche Vorkehrungen, um sich hinter verschlossenen Türen zu schützen. Sie hatte begonnen, mit ihren Anwälten und anderen vertrauenswürdigen Personen über bessere Sicherheitsvorkehrungen zu sprechen. Diana fühlte sich nach Aussage einer ihr nahestehenden Person ständig beobachtet. Sie hatte den starken Verdacht, dass ihre Telefongespräche nicht mehr privat waren. Später meldete sich einer ihrer ehemaligen Leibwächter und behauptete, Diana habe beim Telefonieren häufig seltsame Klickgeräusche gehört. Außerdem sah sie stundenlang seltsame Autos in der Nähe ihres Hauses parken. In einem beängstigenden Brief an ihren Butler Paul Burrell äußerte sie einmal die Überzeugung, dass jemand eine Katastrophe plante, die ihren Tod zur Folge haben würde. Rückblickend betrachtet, schien diese Warnung unheimlich echt. In diesen letzten Monaten nahm Diana auch einige der Journalisten wieder auf, die sie zuvor gekannt hatte. Sie dachte nicht nur über ihr Leben nach, sie bereitete sich darauf vor, sich den unangenehmen Realitäten zu stellen, die sie jahrelang verheimlicht hatte. Manchen zufolge war sie auf ein weiteres bedeutendes Interview vorbereitet, das noch ausführlicher sein sollte als das bekannte von 1995. Sie wollte dieses Mal ganz offen sprechen. Sie wollte einige der dunkelsten Geheimnisse aus ihrer Zeit in der königlichen Familie enthüllen, darüber sprechen, wie sie sich verfolgt fühlte, und die Personen benennen, die ihrer Meinung nach hinter ihr her waren. In der Zwischenzeit kam sie Dodis Vater, Mohammed Al-Fayed, immer näher. Er war ein Millionär mit einer extravaganten Persönlichkeit und hatte eine lange Geschichte von Reibereien mit der britischen Oberschicht. Er wurde von vielen mächtigen Leuten nicht gemocht. Er war so reich, dass man ihn kaum ignorieren konnte. Ihm gehörte Harrods und er hatte keine Angst, den Status quo zu kritisieren. Die Tatsache, dass Diana nun mehr Zeit mit ihm verbrachte, machte die Sache noch komplizierter. Mohammed benutzte sie, um Leute in bisher unerreichbaren Regionen zu erreichen. Die Medien verfolgten Diana und Dodi, deren Leben immer enger miteinander verwoben war, ständig. Es waren aber nicht nur Kameraleute. Später deuteten ehemalige Mitglieder ihres Sicherheitsdienstes an, dass es weitere Personen gab, die im Hintergrund lauerten und jeden ihrer Schritte im Auge behielten. Sie sah häufig Fremde, Autos, die ihr zu folgen schienen, und Gesichter, die sie nicht erkannte. Es schien, als würden eine oder mehrere Personen sie aus unbekannten Gründen genau beobachten. In der letzten Nacht war etwas besonders seltsam. Laut Zeugenaussagen wirkte sie ängstlich, unruhig und als würde sie eine Last tragen. Sie soll Dodi während des gemeinsamen Abendessens mitgeteilt haben, dass sie sich in dem Hotel nicht wohlfühle. Diana sagte, sie wolle nicht bleiben, da sie den Sicherheitsleuten nicht traue. Um dem Gedränge vor den Kameras zu entgehen, entschieden sie sich in letzter Minute, unauffällig durch den Hintereingang zu gehen. Diese Entscheidung führte sie jedoch eher in einen Pariser Tunnel und in die darauf folgende Katastrophe als aus der Gefahr heraus. Diana war sich wahrscheinlich nicht bewusst, wie viele Menschen sie an diesem Abend beobachteten und wie viele von ihnen ein Motiv hatten, sie zum Schweigen zu bringen. Die offizielle Darstellung schiebt die Schuld auf übereifrige Paparazzi und einen betrunkenen Fahrer. Es wird jedoch deutlich, dass etwas fehlt. Wenn man die Chronologie, den Weg und die merkwürdigen Umstände dieser letzten Minuten genauer untersucht. Es gibt einfach noch zu viele ungelöste Fragen. Vielleicht stellen Sie sich auch die gleiche Frage, die sich Ihre Angehörigen stellen, seit Sie das alles erfahren haben.
War es etwas viel Schlimmeres? Oder war es wirklich ein unglücklicher Unfall? Wenn wir alle Einzelheiten über die Geschehnisse in dieser schrecklichen Nacht aufdecken, sollten Sie nicht aufhören zuzusehen. Was genau ist in dieser Nacht passiert? Zu Beginn des Abends hatten Diana und Dodi beschlossen, das Ritz durch den Haupteingang zu verlassen. Doch dann ging alles schief. Doch dieser Plan änderte sich plötzlich. Eine Person namens Henry Paul, der eigentlich der stellvertretende Sicherheitschef des Hotels war, wurde mit der Aufgabe betraut, sie zu fahren. Anstatt wie üblich mit einem Fahrer und einem Sicherheitsteam. Es war schon ungewöhnlich genug, dass der Fahrer gewechselt hatte. Aber das war nicht das Einzige, was sich änderte. Außerdem wurde das Fahrzeug gewechselt. Ein ganz neuer schwarzer Mercedes wurde herausgebracht. Im Gegensatz zu dem, der vorher zu sehen war. Es wurde nie eine logische Erklärung für diese Änderung in letzter Minute gegeben. Außerdem war es nicht so, dass Henry Paul an diesem Abend das Fahren beigebracht worden war oder von ihm erwartet wurde. Einige Personen berichteten, sie hätten ihn zuvor an der Hotelbar trinken sehen. Die nach dem Unfall durchgeführten Tests ergaben, dass sein Alkoholspiegel deutlich über dem zulässigen Grenzwert lag. Doch dann kam der Punkt, an dem die Dinge anfingen, seltsam zu werden. Denn mehrere Zeugen, die ihn vor dem Unfall gesehen hatten, sagten aus, dass er keine Anzeichen von Trunkenheit aufwies. Er ging aufrecht, sprach richtig und verhielt sich normal, sodass er bei guter Gesundheit zu sein schien. Sogar auf den Videoaufnahmen des Hotels war zu sehen, wie er selbstbewusst durch die Gegend schlenderte, ohne dass es Anzeichen dafür gab, dass er alkoholisiert war. Es waren nicht nur Reporter, die ihnen aus dem Hotel folgten, als sie gegen 12,2 Uhr durch den Hintereingang das Hotel verließen. Viele, die sich in der Nähe aufhielten, berichteten von weiteren seltsamen Fahrzeugen, Autos und Motorrädern, die ihnen so dicht auf den Fersen waren. Diese Personen hatten keine Kameras dabei. Es wurde nicht einmal der Versuch unternommen, Fotos zu machen. In Wirklichkeit waren sie mit einer eher beunruhigenden Tätigkeit beschäftigt. Sie verlangsamten absichtlich den Verkehr, indem sie sich durch den Tunnel schlängelten, Autos behinderten und die Situation erschwerten. In einer späteren Aussage gab ein Taxifahrer namens François Levestre an, er habe unmittelbar vor dem Zusammenstoß einen plötzlichen hellen Lichtblitz im Tunnel gesehen. Er war sich sicher, dass es von einem Motorrad stammte, das neben dem Auto fuhr. Stellen Sie sich vor, Sie fahren mit hoher Geschwindigkeit durch einen Tunnel, der völlig schwarz ist, und plötzlich fällt Ihnen ein helles Licht in die Augen. Es handelte sich um einen Autofahrer, der angeblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Trotzdem gelang es ihm, die Geschwindigkeit seines Fahrzeugs zu kontrollieren und den Paparazzi bis zu diesem Moment auszuweichen. Darüber hinaus berichteten einige Zeugen, Lichtblitze und Autos gesehen zu haben, die nicht typisch waren. Diese Behauptungen wurden in den offiziellen Ergebnissen jedoch nicht berücksichtigt. Der Weg, den der Mercedes zurücklegte, war eine weitere Besonderheit. Sie beschlossen, in Richtung des Tunnels Pont de l'Alma zu fahren, anstatt wie sonst zu Dotis Wohnung zurückzukehren. Da der Tunnel bekanntermaßen winzig und für Fahrzeuge, die mit hoher Geschwindigkeit fahren, gefährlich ist, hat Diana ihn nie in ihre typischen Reiserouten aufgenommen. Vor allem nicht, wenn sie in der Nacht unterwegs war. Niemand hat jemals eine umfassende Erklärung dafür geliefert, warum Henry Paul beschloss, in diese Richtung zu fahren. Nur 3 Minuten, nachdem sie das Hotel verlassen hatten, ereignete sich der Unfall. Im Tunnel prallte das Auto frontal gegen den 13. Pfeiler. Der Tod von Doti und Henry Paul trat in einem Augenblick ein. Trotz ihrer schweren Verletzungen war Diana noch am Leben. Trevor Reese Jones, der Leibwächter, war der Einzige, der überlebte, obwohl er schwere Verletzungen erlitt und den größten Teil seiner Erinnerung an das Geschehen verloren hatte. Die Notfallreaktion hingegen war etwas anderes, das völlig fehl am Platze zu sein schien. Die Sanitäter trafen recht schnell ein. Doch anstatt Diana schnell in das nächstgelegene Krankenhaus zu bringen, das weniger als 5 Minuten entfernt war, blieben sie mehr als eine halbe Stunde am Unfallort. Danach beschlossen sie, einen längeren Weg zu einem weiter entfernten Krankenhaus zu nehmen. Nach Angaben des französischen medizinischen Personals war sie nicht stark genug, um sich schnell zu bewegen. Andererseits haben einige Mediziner und Spezialisten erklärt, dass sie die Situation anders gehandhabt hätten. Viele sind der Meinung, dass es sich um einen echten Irrtum handelte, während andere der Meinung sind, dass es sich um mehr handelte. Die immer länger werdende Liste der ungewöhnlichen Vorkommnisse in dieser Nacht wurde in der Folge durch weitere Untersuchungen ergänzt. Selbst in einer Stadt wie Paris, in der es so viele Kameras gibt,
würde man erwarten, dass ein klares Video von der Durchfahrt des Autos durch den Tunnel zu sehen ist. Das war jedoch nicht der Fall. Die Behörden erklärten, dass die Kameras im Tunnel entweder nicht funktionierten oder ausgeschaltet waren. Dass etwas in einer solchen Nacht und an einem solchen Ort passiert, ist ein wirklich interessanter Zufall. Dazu kommt noch der rätselhafte weiße Fiat Uno. Unmittelbar nach der Kollision berichteten Zeugen, die sich in unmittelbarer Nähe der Unfallstelle aufhielten, dass sie ein kleines weißes Auto gesehen hätten, das aus dem Tunnel gerast sei. Später wurde an dem zerstörten Auto, das Diana gehörte, Farbe von einem weißen Fiat entdeckt. Allerdings wurden weder das Fahrzeug noch die Person, die es fuhr, jemals gefunden. Niemand meldete sich, um es zu beanspruchen, und niemand wusste, wer es war oder warum sie dort waren. Niemand wusste überhaupt, wer es war. All diese merkwürdigen Tatsachen, einschließlich des unerwarteten Fahrers, des fremden Autos, des bizarren Weges, des grellen Lichts, der beschädigten Kameras, des langsamen Krankenwagens und des verschwundenen weißen Autos, hinterlassen ein großes und anhaltendes Rätsel darüber, was sich in diesem Tunnel tatsächlich abgespielt hat. Die Menschen konnten nicht umhin, sich zu fragen, was kurz nach dem Konflikt geschah, auch wenn es bereits eine seltsame Situation zu sein scheint. Wie die Medien auf die tragische Nachricht von Dianas Tod reagierten und wie die königliche Familie auf die Nachricht reagierte. Unklare Ermittlungen und die daraus resultierenden Kontroversen. In Anbetracht der Tatsache, dass es sich um eine der beliebtesten Frauen der Welt handelte, erwarteten viele Menschen eine offene und wahrheitsgemäße Untersuchung der schrecklichen Katastrophe, die sich im Tunnel der Pont de l'Alma ereignete. Doch anstelle von Klarheit gab es einen Haufen ungelöster Fragen, fehlender Fakten und Verwirrung. Sobald die französischen Behörden den Fundort erreichten, begann alles schief zu gehen. Anstatt die Welt mit klaren Erklärungen zu versorgen, ließen sie alle im Ungewissen. Außerdem wuchs schnell das Misstrauen und die Skepsis. Die französische Polizei führte die erste formelle Untersuchung durch, die jedoch übereilt und unzureichend erschien. Sie beschuldigte Henri Paul fast sofort, betrunken gewesen zu sein und den verfolgenden Kameras ausgewichen zu sein. Dies wurde bald zur allgemein anerkannten Darstellung der Geschehnisse an diesem Abend. Bei näherer Betrachtung passte das Puzzle jedoch nicht perfekt zusammen. Zu viele Dinge wurden entweder verheimlicht oder ergaben einfach keinen Sinn. Und es gab zu viele lose Enden. Auf den Sicherheitsaufnahmen im Ritz Hotel gab es keinen Hinweis darauf, dass Henri Paul betrunken war. Er schien sich völlig unter Kontrolle zu haben, konnte gehen und richtig sprechen. Laut Zeugenaussagen schien er auch völlig nüchtern zu sein. Der Bluttest, der bei Henri Paul nach dem Unfall durchgeführt wurde, ergab jedoch, dass er das Dreifache der in Frankreich zulässigen Alkoholmenge getrunken hatte. Zu diesem Zeitpunkt waren die Dinge bereits ziemlich verdächtig. Zahlreiche Gerichtsmediziner äußerten ihre Bedenken. Sie vermuteten, dass die Proben mit dem Blut einer anderen Person verwechselt oder das Blut selbst manipuliert worden sein könnte. Die Tatsache, dass zwei verschiedene Testergebnisse zwei unterschiedliche Alkoholwerte ergaben, half auch nicht weiter. Die Augenflüssigkeit von Henri Paul wurde dann für einen dritten Test verwendet. Obwohl auch dieser Test einen hohen Alkoholgehalt ergab, konnte sich niemand erklären, warum die Ergebnisse so widersprüchlich waren oder wie er trotz seiner angeblichen Trunkenheit absolut nüchtern wirken konnte. Das Seltsamste ist nicht einmal das. Nach Angaben der französischen Behörden hat keine der Überwachungskameras im Tunnel in der Nacht, in der Diana starb, etwas aufgezeichnet. Die Kameras waren entweder ausgeschaltet, falsch ausgerichtet oder funktionierten nicht. Den Menschen gefiel diese Erklärung nicht. Sie war zu einfach. Wie war es möglich, dass jede Kamera genau im Moment einer so bedeutenden Tragödie versagt? Viele Menschen dachten, dass es sich um mehr als ein technisches Problem handelte. In Anbetracht der vielen Kameras, die Diana ständig umgaben, und der Tatsache, dass ihre Sicherheit bei einem so prominenten Ereignis von entscheidender Bedeutung war, schien es eher so, als ob etwas absichtlich verheimlicht wurde. Die Art und Weise, wie britische und französische Beamte mit der Angelegenheit umgingen, sorgte auch nach der Tragödie noch für Kritik. Es dauerte über 2 Jahre, bis beide Länder beschlossen, gemeinsam eine gründliche Untersuchung durchzuführen. Selbst zu diesem Zeitpunkt schienen noch große Teile des Puzzles zu fehlen. Die Operation Paget war eine 2004 von den Briten eingeleitete Untersuchung, die darauf abzielte, all die Gerüchte und Skepsis zu überprüfen, die sich im Laufe der Jahre angesammelt hatten.
Sie sollten die Wahrheit ans Licht bringen und die Luft reinigen. Als die Briten schließlich ihre Entscheidung trafen, war die Öffentlichkeit jedoch nicht überzeugt. Es gab zu viele Fragen und nicht genug Antworten für alle. Man hatte ständig das Gefühl, dass irgendjemand irgendwo nicht die ganze Geschichte lieferte. Und der gesamte Prozess fühlte sich irgendwie unfertig an. Die Menschen wurden noch verwirrter und begannen, den Wahrheitsgehalt der Informationen, die sie erhielten, in Frage zu stellen, weil die französischen und britischen Teams nicht eng zusammenarbeiteten. Die Augenbrauen wurden nicht nur von den Behörden hochgezogen. Viele Leute gaben auch der Presse die Schuld. Die Medien gaben zunächst den Fotografen, die Dianas Fahrzeug verfolgten, die Schuld an dem Zusammenstoß. Doch als sich die Tage zu Wochen ausdehnten, begannen sich viele zu fragen, wie die Medien mit dem tragischen Vorfall umgegangen waren. Die Nachrichten, so die Critiker, waren nicht auf Respekt oder Fakten ausgerichtet. Der Schockwert war der Schlüssel. Anstelle von Fakten gab es viele wilde Vermutungen, schrille Schlagzeilen und sich schnell verbreitende Fotos. Die Geschichte war damit noch nicht zu Ende. Die großen Nachrichtensender gerieten in die Kritik, weil sie Dianas Tod dazu nutzten, ihre Einschaltquoten und Verkaufszahlen zu steigern. Viele meinten, es ginge ihnen mehr um den Profit als um die Ehrung der Verstorbenen. Die ständige Aufmerksamkeit glich dem Druck, den Diana zu Lebzeiten erlebt hatte. Wenig Höflichkeit, wenig Privatsphäre und ständige Überwachung. Das Rätsel, was tatsächlich geschah, ist auch mehr als 25 Jahre später noch ungelöst. Jedes Jahr, wenn sich die Welt an Diana erinnert, kommen neue Bedenken auf und gelegentlich melden sich ehemalige Insider, um bisher unbekannte Teile der Geschichte zu erzählen. Die britische Königsfamilie schwieg, während die französischen Behörden den Vorfall untersuchten. Keine einzige Blume von einem Familienmitglied im Kensington-Palast, keine öffentliche Erklärung, keine Anwesenheit. Die Menschen wurden immer wütender, je mehr Zeit verging, ohne dass sie etwas sagten. Die Stille schien im gesamten Vereinigten Königreich fremd und weit entfernt. Einige fragten sich, ob sie etwas verheimlichten oder ob es ihnen egal war. Königin Elizabeth trat schließlich live im Fernsehen auf. Die Trauer über Dianas Tod hat in Großbritannien und in der ganzen Welt seit der schrecklichen Nachricht vom vergangenen Sonntag große Wellen geschlagen. Um Dianas Leichnam nach Hause zu bringen, nahm Prinz Charles ein Flugzeug nach Paris. Für viele schien es jedoch zu spät zu sein. Sie schienen darauf zu warten, dass die Spannung nachlässt, bevor sie handeln, wie man an ihrer trägen Reaktion erkennen kann. Für Prinz William und Prinz Harry hat der Leidensweg gerade erst begonnen. Die beiden Söhne sollten bei der Beerdigung hinter dem Sarg ihrer Mutter hergehen. So war es vorgesehen. Sie waren erst 12 und 15 Jahre alt. Eines der traurigsten und ikonischsten Bilder aus dieser Zeit zeigt zwei trauernde Kinder, die schweigend durch die Straßen Londons laufen, während alle anderen zusehen. Es war ein unvergessliches Ereignis, das die Herzen der Menschen immer noch zerreißt. Vielen Zuschauern in aller Welt schien es, als hätte die königliche Familie Diana sowie die grundlegende Zuneigung und Unterstützung ihrer beiden kleinen Kinder im Stich gelassen. Sowohl Prinz William als auch Prinz Harry schwiegen unmittelbar nach dem Tod ihrer Mutter. Man sah sie selten und sie sprachen kaum in der Öffentlichkeit. Aufgrund königlicher Gepflogenheiten und der Entscheidungen hochrangiger Familienmitglieder hielten sie sich aus der Öffentlichkeit heraus. Sie sprachen auch nie wirklich darüber, wie sehr ihr Verlust sie lange Zeit getroffen hat. Die Brüder haben erst im Erwachsenenalter angefangen, aus dem Herzen zu sprechen. Dachten sie nicht, dass sie tot sei? Lange Zeit konnte ich einfach nicht glauben, dass sie tot war. Sie würde uns das nie antun. Weißt du, in Filmen und persönlichen Interviews sprach Harry schließlich darüber, wie quälend es war, als kleiner Junge hinter dem Sarg seiner Mutter herzugehen. Keinem kleinen Jungen hätte man zumuten dürfen, etwas so Schwieriges und Quälendes zu ertragen, fügte er hinzu. Und die Erinnerungen an diesen Tag haben ihn zutiefst erschüttert. William räumte auch ein, dass die Zeit nach Dianas Tod von Fassungslosigkeit, Schock und gedämpfter Trauer geprägt war. Die Menschen waren einmal mehr von ihrer späten Offenheit bewegt. Jeder wurde an die Last erinnert, die diese beiden Männer zu tragen hatten, während sie schwiegen. Außerdem wurde der Unmut über die frühere Reaktion der königlichen Familie erneut geweckt. Es war mehr als nur ihre distanzierte Reaktion. Es wurde auch erörtert, wie sie es versäumt haben, 2 Kinder zu schützen, die den verheerenden Verlust ihrer Mutter erlitten hatten. Sie standen in einem so jungen Alter unter einem unvorstellbaren Druck. Während wir uns an die Schwierigkeiten erinnern, die Dianas Jungen in dieser Zeit hatten,
gibt es neue Nachrichten über eine angebliche Liste von Leuten, die höchstwahrscheinlich wollten, dass Diana weitermacht. Bleiben Sie also dran, um zu erfahren, was auf dieser Liste steht. Die Prinzessin zum Schweigen bringen. Es heißt, dass Michigan 6, das britische Pendant zur Central Intelligence Agency, Diana schon seit geraumer Zeit genau im Auge behalten hat. Das lag wahrscheinlich daran, dass er sehr beliebt war, einen wachsenden Einfluss hatte und nicht zögerte, seine Meinung zu äußern. Ihre Beziehungen zu Dodi Fayed, ihre Arbeit für wohltätige Organisationen und die Tatsache, dass sie von Millionen Menschen respektiert wurde. Aufgrund dieser Tatsachen wurde eine Reihe einflussreicher Personen offenbar sehr beunruhigt. Es gibt viele, die glauben, dass der MI6 ihre Aktivitäten schon seit einigen Monaten diskret verfolgt hat. Die Idee, dass sie einen starken Lichtblitz eingesetzt haben, um den Fahrer in der Unfallnacht zu blenden, ist eine der beunruhigendsten Ideen, die in den letzten Jahren vorgebracht wurden. Berichten zufolge wurde diese Strategie bereits in der Vergangenheit für verdeckte Operationen eingesetzt, auch wenn sie wie aus einem Spionagefilm klingt. Außerdem ist die königliche Familie zu berücksichtigen. Mit anderen Worten, genau die Personen, die sie hätten beschützen sollen. Viele sind der Meinung, dass Diana nicht nur ein Risiko für die königliche Familie darstellte, sondern dass wichtige politische Akteure, auch wegen der enormen Autorität, die sie besaß, besorgt waren. Diana war nicht nur eine Figur mit königlicher Würde. Die Welt hatte sie als eine Stimme erkannt. Obwohl viele Menschen es lieber vermeiden würden, über schwierige Themen wie Landminen, Armut oder AIDS zu sprechen, scheute sie sich nicht, dies zu tun. Damit brachte sie Dinge ans Licht, die bestimmte einflussreiche Organisationen lieber verschwiegen hätten. Und wenn man bedenkt, um wie viel Geld es geht, wird die Situation noch viel besorgniserregender. Dies ist nicht nur ein weiteres lächerliches Märchen, das keinerlei Auswirkungen hat, wenn es stimmt, was einige Insider behaupten. Dann gab es wirklich hochrangige Personen, die ein Motiv gehabt haben könnten, sie zum Schweigen zu bringen. Wenn man dem Glauben schenkt, wurde sie zum Schweigen gebracht. Jetzt, wo sich Dianas eigene Familie zu Wort meldet, glauben Sie, dass sie zum Schweigen gebracht wurde? Teilen Sie uns in den Kommentaren mit. War Dianas Tod wirklich ein Unfall oder steckt mehr dahinter? Wenn Sie dieses Video mögen, bewundern Sie Diana für ihren Mut und ihre Unabhängigkeit. Abonnieren Sie dieses Video, um mehr über die Geschichte der Royals zu erfahren, und drücken Sie die Glocke, damit Sie als Erster erfahren, wenn neue Beweise ans Licht kommen. Vielen Dank fürs Zuschauen und denken Sie daran, dass manche Wahrheiten sich weigern, begraben zu bleiben.